Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Der Radovan war zu lange isoliert, deswegen sind ihm ein paar Sicherungen durchgebrannt und er glaubt jetzt, dass er mit Geistern reden kann. Und ich gebe zu, das klingt ein bisschen verrückt alles und ich glaube ja selber eigentlich auch nicht an Seancen und sowas. Aber die Sache ist die. Diese ganze Pandemie dauert jetzt schon viel zu lange. Am Anfang habe ich das ja noch entspannend gefunden, nicht rausgehen zu müssen, ein bisschen zu Hause bleiben. Aber mittlerweile fühle ich mich oft einsam. Meine Familie habe ich schon über ein Jahr lang nicht besucht. Viele meiner Freunde sehe ich nur mehr durch den Bildschirm. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf einer Feier war. Und wenn ich doch Leute in echt sehe, dann muss ich mir Sorgen machen, dass ich mich selber oder wen anderen mit einer grauslichen Krankheit anstecke, die wirklich kein Spaß ist. Mir ist völlig bewusst, dass ich noch großes Glück hatte und es viele Leute wesentlich schlimmer erwischt hat als mich. Gleichzeitig verstehe ich nicht, wie sich das ganze Leben so schlagartig verändern konnte. Und mit dieser Seance bekomme ich vielleicht ein paar Antworten. Deswegen will ich die Geister der Hoffnungen und der Träume beschwören, die ich hatte für das letzte und für dieses Jahr und leider begraben musste. Und dann werde ich Ihnen ein paar pointierte Fragen stellen. Und weil man so eine Seance nicht alleine machen kann, habe ich die einzige Person eingeladen, die ich jetzt noch mit gutem Gewissen treffen kann. Das ist sie schon. Hallo Radovan, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Komm rein. Nein, ich danke für die Einladung. Ich freue mich ja, dass ich, wenn ich eingebunden werde und dass ich nicht immer alleine zu Hause bin. Stopp! Immer schön Abstand halten. Corona. Okay, weißt du. Was hast du da im Rucksack mit? Das ist, falls irgendwas schief geht. Nein, du brauchst überhaupt keine Sorgen machen. Ich habe das genauestens recherchiert, wie man so eine Seance abhält. Es kann nichts schief gehen. Komm, fang mal an. So, die Geisterkerze habe ich schon angezündet. Das ist unser Geisterbrett. Damit werden wir jetzt unsere Geister beschwören. Das ist unser Geisterbrett. Das ist ja nur Karton. Ja, sicher, das ist völlig ausreichend. Man muss nicht immer alles kaufen. Jedenfalls, ich werde mich darauf konzentrieren, die Verbindung mit den Geistern aufrechtzuerhalten. Und du gibst deine Hand auf diesen Geisterbrettpfeil da. Und das ist wichtig, damit der Geist dich uns mitteilen kann. Aber ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Wir spielen mit dunklen Mächten, die wir nicht verstehen. Das ist, wie man sich in dein Lenkrad setzt und keinen Führerschein hat. Was ist, wenn wir irgendwelche bösen Geister dabei beschwören? Was ist dann? Nein, das ist keine gute Idee. Ich gehe lieber. Es tut mir leid, das ist mir zu viel. Ich gehe. Hey, komm schon, wart mal, okay? Ich verstehe, dass du nervös bist. Es stimmt, es ist ein bisschen unheimlich und wir sind keine professionellen Geisterbeschwörer. Aber diese Pandemie dauert schon so lange und alles läuft falsch. Und das ist unsere Chance, dass wir ein paar Antworten bekommen. Komm schon, Mann, wir machen das gemeinsam, du und ich. Es kann nichts passieren. Na gut, okay, ja. Wenn du sagst, dass wirklich nichts passieren kann. Okay, cool. Danke. Du wirst sehen, es ist wie Fahrradfahren. Ich habe hier außerdem alle Schritte noch einmal notiert, falls wir unterwegs irgendwas vergessen, dass wir nachschauen können. Außerdem auf der zweiten Seite habe ich, da haben mir Leute ein paar Fragen geschrieben auf Instagram und auf Facebook. Und wenn wir am Ende noch Zeit haben mit dem Geist, dann können wir die noch unterbringen. Außerdem nehmen wir alles auf, damit wir das am Ende alles nochmal sichten können. So, fangen wir an. O Geist der verlorenen Träume und Hoffnungen, erscheine uns. O Geist der auf ewig verschobenen Geburtstagsfeiern, wir beschwören dich. Ich kann es spüren, jemand will unserer Seance beitreten. O Geist der verkürzten Abschiede und versäumten Begegnungen, erscheine uns. Geist, kannst du uns hören? Ich kann nichts hören.
Glaubst du, kann der Geist uns hören? Geist, wir hören dich nicht. Ich glaube, du musst ihn zuerst eintreten lassen. Geist, tritt ein! Sterblicher, dein Schicksal ist besiegt, du hast dein Verderben selbst heraufbeschworen. Oh, nein, ja, Hilfe! Was habe ich gemacht? Okay, es reicht jetzt. Beruhig dich einmal, Mann. Beruhig dich jetzt einmal, okay? Es reicht jetzt, beruhig dich. Okay, Entschuldigung, das ist alles sehr unheimlich. Ja, reiß dich einmal zusammen und dann sag mal, warum ich da bin überhaupt. Ich weiß nicht. Wir wollten den Geist unserer verlorenen Träume und Hoffnungen beschwören, um ihn was über die Pandemie zu fragen. Spannend. Naja, das ist wohl die nächste Hoffnung, die du wirst begraben müssen. Ich bin der Geist der verlorenen Fledermäuse. Wieso bist du kein Schuppentier? Vielleicht kannst du uns ja trotzdem helfen. Diese Corona-Pandemie, das ist echt der Wahnsinn. Das dauert jetzt schon so lange und es ist so plötzlich passiert. Ich weiß nicht, wie sich das ganze Leben so grundlegend verändern konnte und ich finde nicht, dass wir das verdient haben und ich will einfach wissen, wann es wieder aus ist. Da hättest du keinen Geist für rufen müssen und ich verstehe nicht, warum alle so überrascht und auf einmal, schau, ich habe da einen Artikel mit vom Nature Magazine aus 2017, da geht es schon darum, dass ein Heer aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zehntausende Proben von wilden Tieren untersucht, die wegen ihres Fleisches auf irgendwelchen Märkten gehandelt werden. Du hast einen Artikel aus dem Nature Magazine aus dem Jenseits mitgenommen. Ja, ich habe so einiges mit und du kannst dir das alles anschauen auf YouTube in der Videobeschreibung, wenn du mir nicht glaubst. Jedenfalls, die haben 800 Viren gefunden, die die Gefahr bergen, zu Zoonosen zu werden. Und die Hälfte davon war in Fledermäusen und die andere Hälfte, die war entweder in Nagetieren oder in nichtmenschlichen Primaten. Was ist das mit dieser Zoonose? Warum ist das auf einmal so ein Ding? Wie oft bist du schon von einer Fledermaus angehustet worden? Radovan? Wie oft? Gar nicht, sowas passiert mir nicht. Weil wir uns nicht interessieren für euch Menschen. Wir wollen einfach nur in Frieden leben und unsere Ruhe haben. Aber du weißt, wie das ist. Wenn Mensch und Tier viel in Kontakt sind miteinander, dann können auch schneller mal Krankheiten überspringen. Und ja, die mutieren dann auch. Und ja, die sind dann auch gefährlich für euch Menschen. Das ist genau das, was beim ersten Mal passiert ist. Wie meinst du das beim ersten Mal? Das erste SARS-Coronavirus, das war 2002. Da hattest du noch Milchzähne. Da hat sich das auch von einer Fledermaus auf ein anderes Tier übertragen, das auf einem chinesischen Markt frisch geschlachtet wegen seinem Fleisch verkauft worden ist und dann ist es auf die Menschen übergesprungen. Und dann war es in 29 Ländern. Und dann sind 700 Leute dran gestorben. Aber das ist wahrscheinlich einfach nicht bedeutsam genug, dass man sich das merkt, oder? Ja doch, sicher, das ist natürlich alles ganz schlimm, aber ich weiß nicht, wie sehr kann man jeden lokalen Markt in irgendeiner chinesischen Provinz regulieren? Die Leute dort, die wollen sich halt einfach ernähren, oder? Ja, da sagst du einmal was kein kompletter Blödsinn ist, Radovan. Das sind arme Menschen, die haben nicht viel, die versuchen sich mit der Jagd auf wilde Tiere ein bisschen ein Auskommen zu schaffen. Aber das Problem ist ja, das, was die Umgebung von Menschen ist, dringt immer weiter vor in den Lebensraum von uns Tieren. Seit den 90ern sind 4,2 Millionen Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden, um damit... Darunter kann ich mir nichts vorstellen, das ist so eine große Zahl. Kannst du das vielleicht in, ich weiß nicht, in Fußballfeldern ausdrücken? 600.000 Fußballfelder. Na, darunter kann ich mir immer noch nichts vorstellen. Okay, Radovan, das letzte Mal. Ich versuche es auszudrücken in etwas, das dein Spatzenhirn begreifen kann.
Also, es ist mehr als Indien, es ist nicht ganz die Hälfte von Australien, es ist zweimal Grönland und 10-mal Deutschland. Ja? Ja? Hat das funktioniert? Ja? Ja. Ja, und aufs Jahr gerechnet ist es mehr als Österreich. Das heißt, jedes Jahr kommt ein kleines Land dazu, wo früher Regenwald war und jetzt sind dort Menschen und stecken sich mit allen möglichen Krankheiten von uns Tieren an. Ja, das ist tatsächlich recht viel. Na, da habe ich nicht gewusst, dass wir so viel Holz verbrachen. Das ist doch nicht für das Holz, du Trottel, das ist für den Boden. Meistens wird der Regenwald einfach abgefackelt und dann geben sie da eine Plantage hin. Zum Beispiel für Palmöl, das ist jetzt überall drinnen. Oder für Soja, das wird dann zu Futter für irgendwelche armen, gefangenen Tiere in einer Tierfabrik. Oder sie machen einfach Weideland daraus für die Rinder. Das ist jetzt in Südamerika ganz beliebt, da fackeln sie den Amazonas dafür ab. Die EU, die wollte doch dieses Mercosur-Abkommen ausverhandeln, damit sie dieses Fleisch noch billiger importieren können. Was ist daraus eigentlich geworden? Haben sie das aufgegeben? Oder hört man einfach nichts mehr davon? Sklavenarbeit ist übrigens auch ein großes Problem auf diesen Plantagen dort. Aber das wundert dich wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Immerhin bekommen Erntearbeiterinnen in Europa auch fast nichts bezahlt und müssen wie Tiere leben. Okay, ich verstehe schon. Diese ganze globale Landwirtschaft ist eine Belastung für den ganzen Planeten. Es kann gut sein, dass die nächste Pandemie aus einem dieser Regenwälder kommt, die für diese Plantagen abgeholzt werden. Ist es das, was du mir sagen willst? Ja, das kann schon sein, aber ich würde mir da nicht so viele Sorgen machen. Nicht? Ich persönlich glaube fest daran, dass die nächste Pandemie aus einer Tierfabrik kommt. Hör mir zu. Dort sind unzählige Tiere ihr Leben lang gefangen, Kopf an Kopf, Nase an Nase auf engstem Raum geboren, um zu sterben und geschlachtet zu werden wegen ihrem Fleisch. Unter elenden Verhältnissen leben sie dort und das sind die besten Bedingungen, damit sich Krankheiten ausbreiten. Außerdem sind die Arbeiterinnen in diesen Schlachthöfen die ganze Zeit in Kontakt mit ihrem Blut und mit ihrem Fleisch und mit ihren Exkrementen. Wie können sich da keine Krankheiten übertragen? Und das Beste ist, hör mir zu, diese Tiere werden die ganze Zeit mit Antibiotika vollgestopft. Genau so entstehen antibiotikaresistente Krankheiten. Ich glaube, dass die nächste Pandemie überhaupt gar kein Virus wird, sondern ein Bakterium, gegen das es kein Mittel mehr gibt. Das ist überhaupt nicht besser. Deine ganze Wirtschaft ist darauf ausgelegt, Pandemien zu produzieren. Sieh es endlich ein. Wie meinst du das, die ganze Wirtschaft? Schau, ich esse einfach kein Fleisch mehr, okay? Und wenn das genug Leute machen, dann ist der ganze Spuk vorbei, oder? Ja, was ist denn die Wirtschaft? Denn nicht ein System, das Menschen mit Gütern versorgt, die sie für ihre Bedürfnisse brauchen. Und welches Bedürfnis ist denn grundlegender als zu essen? Sag mal, wie viel von deinem Einkommen gibst du jedes Monat für Essen aus? Ja, schon. Schau, und du stehst noch gut da. Aber glaubst du wirklich, Radovan, dass in einer Gesellschaft, wo es Massenarmut gibt, eine Mehrheit darauf verzichten kann, Fleisch zu essen, wenn das Schnitzel im Supermarkt 1 Euro kostet? Eure Landwirtschaft wird in den Himmel subventioniert mit öffentlichen Geldern. Ich würde euch ja empfehlen, dass ihr stattdessen Intensivbetten ausbaut, weil die werdet ihr brauchen. Wo wir schon bei der Landwirtschaft sind, weißt du, dass die für fast 1/5 aller Treibhausgase verantwortlich ist? Das hilft euch natürlich auch nicht mit euren Krankheiten, weil alle möglichen kleinen Tierchen, die übertragen, fühlen sich im Norden viel wohler, wenn es wärmer ist. Bist du schon gegen Zecken geimpft, Radovan? Na? Ja gut, danke, lieber Fledermausgeist, für deine beunruhigenden Einsichten. Da werde ich jetzt mindestens eine Nacht noch drüber schlafen müssen. Bevor du jetzt aber gehst, hoffentlich, habe ich hier noch irgendwo, warte, ja, genau, da. Ich hab hier noch Fragen für dich von den Leuten, nämlich wollen sie wissen, okay, ja, sie wollen wissen, ob sie ihre Matura schaffen, ob sie alle Leute, die einmal zu ihrem Begräbnis kommen werden, schon kennen, wie viele Online-Fackelzüge sie noch organisieren dürfen, wie lange Arabella Kiesbauer noch Starmania moderiert und wie das Wetter wird. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Bin ich ein Frosch oder was?
Ich habe dir gerade lang und breit erklärt, wie euer profitgieriges Wirtschaftssystem Menschen Natur gleichermaßen fertig macht und du sitzt da mit deinem erbärmlichen Kostüm, um irgendein lächerliches Video darüber zu machen, wie ich deinen Freunden das Wetter vorhersage. Du wirst dich noch wundern. Du wirst deine Zukunft hören, ich sag dir deine Zukunft. Stell dich ein auf Covid-19. Nein, hör auf! März 24, Nikos 25, die Rabengrüppe, die Kamelseuche, Flustervirus 28, die Antibiotikaresistente Rinderkrankheit, die Affenpest, die antimedikamentösen Verschwinde, Dämon! Covid-32, Hendra 33, März 35, die Dinosaurier Covid-38, das Känguru-Virus, die Schlangenkurzartigkeit, Covid-42, du verdammter Loser, du kannst mir gar nicht, du wirst nie wieder... Was ist passiert? Hier, trink mal deinen Tee, dann geht's dir gleich besser. Also der Geist hat gesagt, dass es eigentlich eine Überraschung ist, dass wir erst jetzt so eine Pandemie haben und trotzdem hat man das nicht verhindert. Hast du noch ein bisschen Geisterschleim an der Nase? Was? Scheiße. Naja, so wie ich das verstanden habe, ist das nicht so einfach, weil ein großer Teil von unserem Wirtschaftssystem hängt anscheinend davon ab, dass immer mehr Natur ausgebeutet wird. Und wie hätte das denn verhindern werden können? Also da bräuchte man schon da müsste ich schon viel ändern. Aber man hätte sich ja wenigstens vorbereiten können, in Gesundheit investieren, in Intensivbetten und in Pflege und stattdessen ist das Gegenteil passiert. Der Geist hat auch gemeint, dass solche Krankheiten jetzt immer öfter ausbrechen werden wegen der Klimaerhitzung und wegen Abholzungen. Und glaubst du, müssen wir uns da große Sorgen machen oder wollte er mir nur Angst einjagen? Weil es war schon sehr unheimlich. Ja, das ist schwer zu sagen, aber vielleicht sollten wir zur Abwechslung einfach mal vom Schlimmsten ausgehen. Und wenn das alles stimmt, dann muss sich dringend etwas ändern. Oder sind wir jetzt wie Geister, nicht tot, aber auch nicht wirklich lebendig, gefangen in einer Zwischenwelt und verdammt dazu, von einer Pandemie in die nächste zu schlittern? Na, ich danke dir jedenfalls. Ich danke dir jedenfalls für die Hilfe, auch wenn das alles ein bisschen ein Reinfall war. Ich bin irgendwie ganz fertig. Ich glaube, ich werde jetzt schlafen gehen.